Moin Giorno und willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Heute gibt es ein Hühnchen auf dem Ananasthron. Ich habe neulich ein Bild gesehen auf Facebook und habe gedacht, ey, das musst du unbedingt mal machen. Und zwar setzen wir heute, ähnlich wie im Biercan Chicken, das Hähnchen auf den Ananasthron und da darf es dann schön im Grill garen. Was wir dafür alles an Zutaten benutzen, das zeige ich euch jetzt auf dem Brett. Zuallererst brauchen wir natürlich ein ganzes Grillhähnchen. Das hat hier jetzt ungefähr 1300 Gramm. Dann brauchen wir eine richtig schöne Ananas. Da habe ich mir tatsächlich im Großmarkt die größte ausgesucht, die ich kriegen konnte. Als Beilage machen wir gleich mit ein paar Kartoffeln. Das sind Drillinge, die habe ich geviertelt, die habe ich eingestochen mit der Gabel überall. Und dann nochmal mit dem gleichen Gewürz mit ein bisschen Olivenöl, wie gleich das Hühnchen. Denn dieses Gewürz nehmen wir. Das ist tatsächlich ein fertiges Gewürz. Das hatte ich noch rumstehen. Das nehmen wir heute mal weg. Aber da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Alles, was zu Hähnchen passt. Und das ist eine Menge. Das gleiche Gewürz habe ich hier nochmal mit Olivenöl ein bisschen vorbereitet. Da werden wir später nochmal das Hähnchen mit einstreichen. Und als weitere Beilage und auch so ein bisschen als Feuchtigkeitsgeber rote Zwiebeln. Die können dann nachher auch mit gegessen werden. Ja, und ein bisschen Öl brauchen wir vielleicht auch noch. So, jetzt geht es aber erstmal ran, dass ich die Ananas vorbereite für den Hähnchenthron. Dafür nehme ich mir jetzt meine Ananas und der untere Teil, das wird jetzt quasi mein Hähnchenthron. Deswegen lasse ich unten ein bisschen Platz und schneide dann hier unten einmal von mehreren Seiten ein. Nicht durch, denn den unteren Teil brauchen wir noch. Hier oben schneide ich jetzt einmal ab. Den Kopf, aber den auch nicht wegschmeißen, den brauchen wir auch noch. So, und jetzt nutzen wir die Möglichkeit, dass ich ja schon vorgeschnitten habe, dass wir hier uns den Ananasthron bauen. So, das sollte jetzt mein Thron sein. Damit er ein bisschen besser steht, schneide ich den unten noch mal ein bisschen gerade. So sieht das gut aus. Mein Ananasthron, den stelle ich mir jetzt schon mal hier in diese Schale. Das wird nachher noch Deko, das brauchen wir. Und von der restlichen Ananas, die schmeißen wir natürlich nicht weg, schneide ich jetzt erstmal die Schale runter. Und dann schneiden wir die Ananas in mundgerechte Stücke. So ungefähr. Und was ich fertig habe, das gebe ich jetzt mit hier in die Schale. Die Ananas ist fertig, alles schön mit in die Schale platziert. Jetzt geht es weiter mit dem Hähnchen. Bei dem Hähnchen habe ich schon vorher einmal die Enden abgeschnitten, genauso wie auch den Bürzel. Das ganze Hähnchen richtig gut mit kaltem Wasser abgewaschen natürlich. Schnappen wir mal unser Kunststoffbrettchen, weil Geflügel schneide ich immer gerne lieber auf dem Kunststoffbrettchen. Ich habe das Ganze schon drin vorbereitet wegen den Temperaturen, also hier ist gar nicht mehr viel zu schneiden, beziehungsweise gar nichts mehr. So, dann werden wir das Ganze jetzt würzen. Ich nehme mir ein bisschen von meinem Öl. Wirklich nur, ja, ganz, ganz wenig. Und dann reiben wir das mal schön ein hier überall. Nur, dass es benetzt ist. Und dann nehme ich mir was von meinem Hähnchengewürz. Muss ein bisschen aufpassen, denn der Wind spielt mir heute so ein bisschen nicht so richtig mit heute. Schön von allen Seiten. Auch von drinnen das Ganze. Und auch wenn ihr könnt, geht mal ruhig ein bisschen in diese Brusttaschen rein hier. Auch da darf was vom Gewürz rein. Kann man ruhig ein bisschen rein verteilen. Ja, aber aufpassen, dass ihr die Haut nicht kaputt macht. So, das Hähnchen ist gewürzt. Jetzt nehme ich mir die Schale und setze mir auf meinen Hähnchenthron, beziehungsweise im Ananasthron, mal das Hähnchen drauf. Mal gucken, ob das passt. Jawohl, das passt wunderbar. Die Flügel gerne so von der Brust ein bisschen wegstreichen oder wegdrehen. Jetzt kommt noch meine Zwiebel mit dazu. Kriege ich gar nicht alles rein, denn auch von meinen Kartoffeln soll ja noch was rein. Ich glaube, das Ganze fällt auch noch ein bisschen ein.
wenn so die Flüssigkeit rausgart. Wichtig ist aber, dass das Hähnchen einigermaßen frei sitzt, denn das soll ja garen. Ähnlich wie ein Beer Can Chicken. Ja, Freunde, falls ihr mal ein Beer Can Chicken sehen wollt, eine andere Alternative, und zwar die hessische, dann blende ich euch hier oben mal ein Video ein. So, jetzt geht's auch ab in den Grill. Ich nutze heute meinen Primo Keramikgrill, wie schon gesagt. Nutzt auch einen Gasgrill, ihr könnt auch einen Backofen nutzen oder eine Weberkugel, völlig egal. Auf ungefähr 180 Grad eingependelt. Machen wir den Deckel hoch. Indirektes Setup. Stellen wir das mal schön in die Mitte. Ich mache mir hier noch schnell die Hebel hoch, bevor es zu heiß wird. Kann man hier nachher schön greifen. Ja, und dann würde ich sagen, wir drehen wir nochmal einmal um hier. Die Haut ein bisschen drapieren. Und dann machen wir den Deckel zu. Und dann sehen wir uns nach ungefähr 60 Minuten hier wieder, denn dann kommt noch mal ein bisschen die Marinade dran. So, eine Stunde ist rum. Der Grill ist natürlich wieder mal konstant gelaufen. Zeit nachzuschauen, wie das Hähnchen und das Gemüse drumherum aussieht. Ich muss sagen, das sieht schon relativ gut aus. Gucken wir uns mal das Gemüse an. Ihr wisst ja, mit Kartoffeln, da habe ich das meistens nicht so ganz. Ja, mal gucken, wie es diesmal wird. Bisschen knusprig ist das Hähnchen schon. Aber ich habe ja jetzt hier noch meine in Olivenöl zusammengemischte Marinade mit den Gewürzen. Und dann bepinseln wir uns das Hähnchen nochmal von allen Seiten. Und dann geht der Grill wieder zu. Nochmal für eine Viertelstunde. Wir gehen jetzt ein bisschen höher mit der Temperatur. Und dann wird probiert. Ungefähr 5 bis 7 Minuten weiter. Ich habe beim Primo nochmal alle Schotten aufgemacht. Wir sind jetzt bei ungefähr 250 Grad. Jetzt müsste auch die Haut richtig schön geknuspert sein. Schauen wir mal nach. Oh, es brutzelt hier auf alle Fälle. Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Den nehmen wir jetzt runter und dann werden wir mal probieren. Oben das Grüne, das kann man nehmen zum Servieren. Wenn man das hier so reinstellt, dann macht das Ganze noch ein bisschen was her. Und dann werden wir uns das Hähnchen mal rausnehmen. Hier seht ihr das Ananasnest. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Machen wir hier mal so einen Teller fertig mit den Stücken. Heiß ist es. Keule. Kann ich gleich noch mal ein bisschen Haut probieren. Schneiden wir uns die Brust runter. Schau mal, Freunde. Richtig zart, richtig saftig. Leichte Rauchnote tatsächlich durch den Grill. So schnell ist das Hähnchen zerlegt. Also das Hähnchen schon mal super saftig und tatsächlich kommt auch so ein bisschen die Ananasnote raus. Muss ein bisschen beeilen, weil hier kommen schon die Fliegen. Aber wir wollen ja noch mal unsere Beilagen probieren. Kartoffel hier. Bisschen knusprig. Auch ein bisschen von der Ananas. Lecker. Auch mit der Zwiebel, schöne Kombi. Fruchtig, würzig, muss ich sagen. Unser Ständer, der kann jetzt auch raus hier. Wo heiß ist der? Und dann haben wir hier einen richtig schönen Sud. Und das Ganze, das lassen wir uns jetzt schmecken, Freunde. Schaut euch das an hier nochmal. Und ich muss sagen, so vom Primo, immer leichte Rauchnote, lecker. Ich muss jetzt rein, wir wollen essen. Und falls das noch nicht seid, würde ich mich hier oben über ein Abo von euch freuen. Und auf der Seite blende ich euch 2 weitere Videos ein. Ja, und dann sehen wir uns, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillkoch Gerrit Zeit. Ciao! Lecker, 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 lecker.